Sehr schön, dann gratuliere. Allen Leuten, wo man die Strecke so zeigt, die sagen so, okay, was ist das? Man fährt eigentlich kreuz und quer, man fährt gefühlt die ganze Zeit nur so Schleifen. Aber ich finde es mega geil, weil ich sage immer, man will immer alles sehen, aber man kennt nicht mal die 100 Kilometer um einen rum. Die Strecke ist super gescoutet, also da macht der Jesko wirklich einen super Job. Ich finde einfach die Atmosphäre hier total nett, also die ganzen Fahrer sind total toll. Jesko hat hier ein super Event auf die Beine gestellt. Third time already and still coming back because I love it so much. People, the region, the cycling, just everything. The vibes when I arrive at the Epstein project. Letzte Minute. So, wo ist Ross? Das kann nicht sein. Du hast letztes Mal das Gruppenbild verpasst, ja? Ich versuche morgen früher hier zu sein. Okay. Schön, dass du wieder da bist. Gerne. Sagst du mir kurz, dass die Nummer stimmt? Ist schon an, du kennst die wahrscheinlich. Ja, der schaut ja. Der ist an, ja. So, okay. Merci. Mütze ist drin, glaube ich. Okay. Du hast so eine Brevet-Card. Aha, Die mit diesen Checkpoints. Die sind immer fix am Ende der Routen. Genau. Ja, Du musst manchmal ein bisschen suchen. Ja, das Also, das ist so ein Stempel in der Box. Okay. Ganz oben ist ein Biergarten. Ach so, ja, dann bin ich Da da haben die durchgefahren. Essen und Ja. auch trinken. Da machen wir morgen auch Frühstück. Okay. Um 6:30 Uhr. Da machen wir morgen früh. Ja, ich freue mich. Sehr cool. Was ich hier wiederfinde, ist eigentlich das, was ich bei diesen Langstrecken auch mag. Also von der Szene her, dass Menschen eigentlich ziemlich auf dem Boden sind. Eine sehr familiäre Atmosphäre, die hier da ist. Die meisten sind hier nur, um zu fahren. Und es ist fast wie ein Family-Event oder so. Es gibt Leute, die ich 3 Jahre in einer Reihe gesehen haben und es wie war dein Jahr, was ist los und so weiter. Und ja, hier im Camp chillen, es ist perfekt, ja, so. Ja, eigentlich reizt mich so die Berge hier, weil ich komme jetzt vom Flachland, ne? Aus der Nordsee. Und da habe ich das halt alles gar nicht. Und Taunus ist ja wirklich sehr schön. Also ich mag einfach lange Fahrradfahren. Ich merke, dass dann was Besonderes mit einem passiert. Das finde ich cool. Und dann zu erkennen, was man alles so machen kann mit seinem Körper und mit genug Essen, das ist fetzig. Es ist mal eine ganz andere Art, so sein Heimatland kennenzulernen. Also hier die ganzen kleinen Dörfchen mit den Dorfautomaten und die teilweise ganz schrulligen, aber netten Leute. Das finde ich total schön. Also fürs Taunus Bikepacking stehe ich auch gerne mal um 5 Uhr auf und mache ein Frühstück. Das mache ich nur einmal im Jahr freiwillig. Die Energie, die mitgebracht wird und Motivation, das ist irgendwie was Besonderes. Und ich glaube, das passt irgendwie ganz gut tatsächlich zu uns. Einfach fahren und wieder hier die Gemeinschaft, man taucht so ein. Ne? Es gibt nur noch einen selbst, das Fahrrad, den Taunus und die anderen Fahrer,
Die anderen sind so ein bisschen außen vor. Aber man erlebt immer so viele Geschichten, man hat so viel zu erzählen danach und darauf freue ich mich wieder. You will meet a lot of pedestrians, hikers, so it's really important that you slow down, smile, wave and be friendly to them. We just need to set a good example. So, really important point. Don't try to gain an unfair advantage over others. So that's the self-supported part of it. Genau, ihr müsst ja euch nicht in eine... It'll take me anywhere but down. So I think I'll hang out in the clouds, 10,000 feet above the ground. Die Grenzen zu kommen, die Grenzen zu verschieben und schauen, was tatsächlich wirklich geht. Ja. Dass es losgeht. Ich bin froh, wenn ich auf dem Rad sitze und fahren kann. Die Momente vorher sind immer so ein bisschen, habt ihr an alles gedacht? Also das ist das, was mich eigentlich, was ich anstrengend finde, dieses Warten jetzt vor dem Start. Aber es wird schön werden. Hoffe ich jedenfalls. Mal die eigenen Grenzen zu testen und zu verstehen, wo die sind, wo man sie noch vielleicht ein bisschen verschieben kann. Die Route ist super wunderschön, vor allem weil es jetzt auch in der Umgebung ist. Ich muss los. Sometimes into the great unknown. Say you're ready for a new thing. Let's take ourselves up to the sky, yeah. I ain't talking about an airplane. We found a better way to fly. Genieß die Zeit. Ich habe schon das Gefühl, dass man das gut unter 3 Tagen schaffen sollte. Aber dann bin ich irgendwie dann Mittwochnachmittag hier und dann habe ich eine große Fresse gehabt. Nein, aber ich glaube schon, das sollte irgendwie Dienstagabend, Nacht sollte das schon reichen. Ich muss Donnerstag arbeiten, das heißt, es wäre schön, wenn ich Mittwoch noch ein bisschen schlafen könnte, damit ich 2 Nächte habe, mich zu erholen. Let's take ourselves up to the sky, yeah. I ain't talking about an airplane. We found a better way to fly. Das war Robin Gemperle. Und was erwartet ihr von dem? Ja, wir gehen davon aus, dass er der Schnellste sein wird und dass er auch viel Ehrgeiz hat. Er hat ja gepostet, dass er unter 3 Tagen das schaffen will. Steep.
Das ist richtig toll. Und so unerwartet. Das macht es so gut. Es kam wie gerufen. Es ist genau der richtige Platz und genau die richtige Zeit. Magic. Mein Mann fährt mit und ja, wir haben es letztes Jahr beobachtet und gesagt, nee, wenn die dieses Jahr wieder mitfahren, dann machen wir auf jeden Fall Train Magic. Oh geil. Ciao! Also das sind die Schwiegereltern und die Schwägerin und der Schwager kommt gleich noch irgendwann. Aber die hatten die Idee, das zu machen. Und es ist gerade mehr als willkommen. Sehr gut, weil ich heute echt einen schlechten Tag habe und ganz schön struggle. Aber ist das nochmal eine Motivation jetzt? Ich bin mitverantwortlich. Naja, du bist, glaube ich, der Grund, oder? Nur weil ich mit ihr verheiratet bin. Vielen Dank. Bis. Gib nochmal einen Motivationsschmatzer. 20 Kilometer kriegst du von mir einen Schmatzer. Ich weiß jetzt nicht, ob das Motivation ist. Ach, Leute, wieder nicht geschmiert. Hat sich total gelohnt, wenn man die strahlenden Gesichter sieht. Auf jeden Fall. Ciao. I don't care what people say, tomorrow is too far away. We can leave and they can stay, cause I for one am never gonna change. Ever since I was a kid, knobby knees and lots of lip, I found it hard to listen when they told me to be quiet and to wait. I think they'd agree that's just not possible for me. I wanna shout, I wanna scream, I wanna dance, I wanna sing. I think you are just like me. Let's go see what we can see and sing a little louder if we want. Ich glaube hier, ne? Ah, nee, da. So. Geil. Es kann nur besser werden. Ah. Eigentlich wollte ich gestern noch in der Nacht da herfahren, aber das ist ja nicht mehr ausgegangen. Also ich bin bis 12:30 bin ich gefahren. Ah, wo hast du übernachtet? Bei einer Unterführung. Gott sei Dank ist es nicht so heiß. Danke, ciao. Ciao. Das ist einfach verflucht, diese Fahrt. Okay. Dieser Akku hat letztes Mal knapp 1000 Kilometer gehalten. Ich habe den zweiten auch dabei. Ja. Und jetzt hat er nach 300 Kilometern eben schon schwach angezeigt. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es 2 solche Weinberganstiege gibt. Was denkst du jetzt- gerade? Jetzt rechne ich damit, dass es noch mehr davon gibt. Und, wäre schlimm? Ja. Weiß ich nicht. Warum machst du sowas? Macht schon irgendwie Spaß. Und die ganze Landschaft näher kennenzulernen. Hier war ich noch nie. Sehr schön. It's quite steep. Why do you do this? I don't know, because Jesco plotted a route and he said to follow it. Okay. But it's worth it for the beautiful views at the top and things. But yeah, it is steep. And it's fun? Yeah, it has been. I've been really enjoying it. Okay. I'm tired though. You're tired? Yeah. How long did you sleep? About 6 hours, which is quite a lot. Have a fun day.
Bye. Bye. You can understand me even when I fly. Your heart's in a like vibration right up to your mind. Bananen trinken, Masse! Bananen trinken, Masse! Oder? Aber die EC-Karte musst du dabei haben. Ja, was? Die EC-Karte. Nein, kein Deutsch. Ach so, ach so. Delicious. We're here for another 26 seconds because we're really rushing. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. I'm getting high on seeing every day. Ich bin also Fahrradfahrer und habe die Bäckerei hier in Michelbach. Und da habe ich mich jahrelang gefragt, was an diesem bestimmten Tag, wenn der Mountainbiker oder Travelbiker hier vorbeikommen und uns den Laden plündern. Da habe ich irgendwann mal gefragt, was da los ist, und dann habe ich das jetzt recherchiert. Und seit letztem Jahr machen wir dann hier den Stand und machen auch bei dem Abschlussgrillen, die Abschlussfeier machen wir dann samstagsabends auch noch mit, und dann haben wir was Gutes getan für Fahrradfahrer, weil wir selber auch Fahrrad fahren und Mountainbike fahren und so, und deswegen haben wir da Spaß dran. Den kann man ausleihen zum Ziel. Ja? When I open my heart up, baby, all the light, and I feel like going off in the wild. I'm a little bit sick of all the sweet. I'm so exhausted. It's so tasty. Your heart's in a like vibration right up to your mind. Your heart's in a like vibration together. Ab morgen früh, ab 4 Uhr gibt es auch Kaffee und Kuchen. So you will stay here? Yes. How was the first day? Anstrengend. Yeah, we're pretty tired now. I heard like 30 kilometers ago about it, which was very nice. So like people knew it apparently from the beginning, and it was like the perfect distance. Ich bin ein bisschen müde und ich glaube, hier kann ich ein bisschen bequemer schlafen. Deshalb, ja, ist eine gute Idee, glaube ich. So. Und morgen gibt es Kaffee. So. man kann das nicht absagen. Oder? Ja, so. Ja. Wir beobachten, wer vorne liegt, wer sich wie überholt, wer irgendwo länger Pause macht. Dann fragen wir uns, warum ist der da so lange? Dann kann man ja schön reinzoomen und gucken, geht der gerade einkaufen, ist er bei der Sparkasse. Und einfach so just for fun. Es macht Spaß zu gucken. Es ist einfach spannend zu sehen, wer wie viel Strecke macht. Gerade hier bei unserem Überflieger, Maschine Robin Gemperle, der hier einfach abzischt. Da immer so, wo ist er jetzt gerade? Und dann, wow, schon wieder gefühlte 200 Kilometer hinter sich gebracht. Bis gleich auf dem Feldberg. Also
mein Tracker sagt hier noch 14 Minuten. Wir glauben aber alle, dass er früher kommt. Wir erwarten den Robin Gemperle, die Maschine, die Rakete des Taunus Bikepacking 2024. Ah ja, jetzt ist der Oberjosbach quasi im Herzen Oberjosbaches. Oh ja, dann ist er nicht mehr weit. Oberjosbach ist ja hier um die Ecke. Stark. Finito. Gratulieren. Lustig. Lustig. Ey, am Ende finde ich so die ganze Route ist irgendwie so als Ganzes. Das Ganze ist mega fair. Mega? Weißt du, ist so mega fair als Ganzes. Fair? Ja, weißt du, also dass man irgendwie. Es beginnt, ist so ein bisschen anspruchsvoll. Ja. Dann zwischendrin, wo man vielleicht so eine Krise hat, ist es ein bisschen einfacher. Ja. Dann kommt so ein Highlight zum Schluss. Und dann ist auch nicht so, dass irgendwie noch so ein Handgelenkskiller käme oder so, sondern ich so, genieße es. Die letzten, ja. Genau. Und irgendwie so cool. finde ich es eben ziemlich nice. Als mentale Challenge habe ich es völlig unterschätzt. Ich dachte, ich hätte kein Problem damit. Aber ich habe ein Riesenproblem damit, dass man immer einfach im Kreis fährt. Immer im Kreis fährt. Ich habe es nicht gecheckt, Mann. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so Mühe damit habe, dass es immer so um dieselben Orte sich rumdreht. Ich weiß, dass ich das physisch wahrscheinlich kann, so eine Runde zu fahren. Und dann war ich aber völlig überrascht, wie schwierig es war, einfach weiterzufahren, wenn man halt 23 Mal am gleichen Dorf vorbeifährt, gefühlt. Und immer wieder dieselben Türme auf den Bergen oben sieht und so Zeugs, genau. Also Robin ist natürlich in dieser Art Radfahren Weltklasse. Also es war wirklich beeindruckend, das miterleben zu dürfen, wie er das abgespult hat und auch mit so einer Ruhe irgendwie und wie er es gemacht hat einfach. Sehr beeindruckend, aber auch schön, das zu sehen, wie man das fahren kann. Ich könnte das natürlich nicht so, aber auch schön, auf jeden Fall. Die wären schon gern an dir dran geblieben, sonst nicht hinter dir. Also. Zumindest so 10, 20 Leute. Okay. Die haben schon sich Mühe gegeben, aber wir haben auch immer einen großen Teil, die es so als Challenge in der Woche oder so sieht. Also so entspannter fährt, aber das ist doch, jedes Jahr gibt es so 10, 20, die schon Bock haben und das so sehen. Ja. Ich bin im Ziel nie mega erschöpft, das kommt dann meistens so eine halbe Stunde später. Aber dann kommt es dann schon. Wie geht's euch? Ja, geht. Dafür, dass es der 4. oder 5. Tag ist. Und läuft's gut? Seid ihr so im Plan? Nee, wir hatten gestern eine kleine Panne und haben da 4-5 Stunden verloren, weil ein Auto über Isis Hinterrad gefahren ist. Ich musste einfach nur auf die Toilette und habe mein Fahrrad am Wegrand liegen lassen und das Hinterrad war zu sehr im Weg gelegen und das Auto ist halt berghoch um die Ecke geschossen und habe es viel zu spät gesehen und wir sind nur am Schreien. Stopp, 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 stopp! Und er fährt volle Kanne drüber über das Hinterrad. Das Beste ist, er ist auch noch drauf stehen geblieben. Wir waren nur so, fahr runter, fahr runter. Und er bleibt weiter drauf stehen und
Musste mal in den Fahrradladen gehen, Schaltauge richten lassen. Und ich habe dann mit Mühe und Not irgendwie das Rad noch so zentriert bekommen, dass es sich wieder dreht, ohne am Rahmen zu schleifen. Weil sie kein Ersatzrad da hatten im Radladen. Ja, und jetzt fahren wir wieder. Haben heute um 4:30 Uhr gestartet und haben jetzt schon 70 Kilometer gefahren. Also ist eigentlich ganz gut. Ein bisschen anstrengend, aber ich bin jetzt froh, dass wir den Checkpoint abgehakt haben und nur noch das letzte Segment fahren müssen. Und dass wir heute auch schon gut was geschafft haben. Ja. Genau. Warum fährt man trotzdem immer weiter? Weil man es schaffen will. Weil man es abschließen will. Alles gut? Ja. Und man ist jetzt halt schon so weit und hat so viel Energie reingesteckt, dass es halt einfach, aufgeben ist jetzt keine Option mehr. Nur noch zu Ende bringen. Sehr gut. Genau. Ist ja irgendwie ein markanter Ort hier. Also einerseits so wie er aussieht, dass man nochmal ein paar Treppen laufen kann. Und andererseits ist es irgendwie ja die Hälfte markiert. Ganz schöner Punkt, weil man weiß, okay, man hat schon eine Hälfte geschafft. Dann sollte man, selbst wenn die Beine schmerzen, die andere irgendwie auch hinkriegen. Ja, aber ich bin gerade ganz gut motiviert. Also. Ach ja, ich weiß nicht, ist da irgendwie... An sich ist es eine Herausforderung, ne? Und ich glaube, er will einfach auch viel von seiner Region zeigen, in der er aufgewachsen ist. Und ich glaube, das macht er auch ganz gut. Und wenn ich mich jetzt gerade mal hier umschaue, geht das so echt ganz gut. Stellt sich auch immer wieder aufs Neue die Frage, warum ich das eigentlich mache. Also ich glaube, mir liegt das schon, irgendwann über diesen Punkt der Qual darüber hinauszugehen und einfach nur noch zu fahren und irgendwie nur noch zu sein in dem Sinne und sich so also irgendwie im wahrsten Sinne zu überwinden. Ansonsten auch irgendwie natürlich die Freude, dass man einfach auch so quälende Momente überstanden hat und dann wieder total überrascht ist darüber, wie schnell auf einmal totale Euphorie da ist und totaler Bock und Power irgendwie, obwohl man vor 5 Minuten noch dachte, ich habe hier keinen Bock mehr und schmeiß hier alles hin. Das ist irgendwie auch faszinierend, dass man da irgendwie so gestrickt ist, dass das überhaupt möglich ist. Und ich finde das auch interessant fürs Leben allgemein, dass man halt irgendwie damit so umgehen kann. Ja. Und was ich gut finde, sich einfach mit sich so auseinanderzusetzen. Also man hat so viel Zeit, ist in der Natur und dann kann man das eine oder andere auch mal irgendwie so allein durchs Pedalieren verarbeiten. Ja, ich glaube, das sind so die, schätze ich mal, so die Dinge, warum ich das mache.
Mega! Hey, herzlich willkommen! Genau 1% Akku. Glückwunsch, geschafft! Unbelievable. Oh, hallo, super. Klasse. Ja, super auch von euch. Mann, oh Mann, ey. Ja. Vielen Dank. Wie geht's euch? So, die Frage ist, wie geht's dir? Uns geht's super, wir chillen hier Ja, mir geht's sehr gut. 2031. Fazit. Fazit. Fazit, ja. Voll fies, Also ich gell? werde so langsam zum Gummibär, glaube ich, so viele, wie ich gegessen habe. Meine ganzen Beine sind aufgeschwemmt. Aber und die haben mich ansonsten offensichtlich gepusht. ist irgendwie interessant so, ne, dass man so für geistige Freiheit seinen Körper komplett schindet. Ja, aber hat Spaß gemacht. Hat funktioniert. War eine gute Reise. Oh, lieben Dank. Okay. Ich glaube, ich gehe morgen in den Supermarkt und hole mir erstmal gesundes Essen. Ich habe echt gedacht, Obst, Gemüse. Ja. Obst, Gemüse. Ja. Genau. Und dann stundenlang essen. Das haben wir heute schon Und schlafen. Sehr gut. Und duschen. Wie hast Und du duschen. Ich habe die ganze Zeit mir schon ausgemalt. Eigentlich wie ich mit dem Bier hier gleich in der... Ich lasse dich sofort gehen. Das ist überhaupt kein Nee, Problem. wir Ja. können uns ruhig Zeit nehmen. Jetzt war gefühlt eine zweite Haut auf dem Kopf gewachsen. Was interessant ist, ist tatsächlich für mich nochmal die Feststellung, dass man am Berg, wo es ja wirklich eigentlich körperlich am intensivsten ist und wo man den Körper auch am meisten spürt, eigentlich am interessantesten ist, sich so Fragen zu beantworten. Also Sachen, die man vielleicht noch nicht so durchgearbeitet hat für sich oder reflektiert hat, da so die Chance zu nutzen, dass man da irgendwie, dass der Körper arbeitet, den Geist auch in so eine ähnliche Bewegung reinzubringen. Das fand ich jetzt so mit am schönsten heute auch. Total viele Sachen sind klar geworden für mich und das ist vielleicht dann auch, also ich habe mir die Frage gestellt, brauche ich 1000 Kilometer dafür? Das weiß ich noch nicht. Ja, aber zumindest war es heute so am letzten Tag, wo nochmal alles so, wo ich dann aber auch die Ruhe hatte, weil ich dann einfach alleine den ganzen Tag unterwegs war. Wie heißt der? Pascal. Pascal. Du musst doch, glaube ich, über die Linie, oder? Achso. Zählt trotzdem. Oh mein Gott. Ey, you did it. Das ist sehr unglaublich gewesen. Wir sind hier mit dieser Ladeadapter-Geschichte am Limit. Hat gar nicht funktioniert. Ich habe den Garmin nie über 30% bekommen die ganzen Tage. Und jetzt ist gerissen Kabel. Gerissen? Und ich hatte 30% und ich bin ab dann einfach Rennen gefahren bis hier quasi. Also gegen 3,5 dein Stunden. Garmin bist du gefahren jetzt. Ja, ich hatte noch 30%, jetzt sind es noch 11 und wenn das ausgegangen wäre, hätte ich jetzt keine Chance mehr gehabt zu laden. Jetzt ist alles geschafft, jetzt gibt es erstmal einen Stempel. Ein Fanta und dann ist die Welt wieder besser. Ich bin Feldberg so hochgefahren, wie wenn ich kein Gepäck dran hatte. Also einfach ein Vollsprint. Weil ich echt Angst hatte, dass das alles nicht mehr funktioniert. Jetzt auf dem allerletzten Meter. Herrliche Übergabe. Vielen, vielen Dank. Respekt, ey. Das ist wirklich geil. Danke, 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 danke. Wieder was gelernt. Ja, das ist echt am Ende, wenn dann halt alles runtergeht. Prost. gedacht, du willst duschen, du willst dich hinlegen, du willst schlafen. Ich kann nicht laufen einfach, das ist das Problem. Ich bin da wirklich hochgesprintet. Also das war wie, wenn ich ohne Gepäck Fahrrad fahren gehe. So bin ich gefahren einfach, weil ich mir so gedacht habe, nein, ich werde da jetzt ankommen, egal wie. Ich kann es nur noch nicht so richtig jetzt begreifen, dass es einfach geklappt hat.
Und ich bin auch wirklich, also komplett am Ende. So habe ich meinen Körper noch nie gefühlt, auf jeden Fall, wie ich ihn jetzt gerade fühle. Der zieht auf jeden Fall durch, so wie es aussieht. Wenn du da schon reinfährst, dann ziehst du durch. Not you, not her, not him or them gon' stop me from getting mine now. Not you, not her, not him or them gon' silence my rising inner child. Letzte 50 Kilometer, glaube ich, und dann Ruhe. Ja. Ah, das war doch auch schön. Ja, war gut. Das ist heute gut genossen, fand ich. Ich bin halt so fit wie Wahnsinn, wie 28. Ist das so nicht? Mein Geheimnis ist, ich freue mich auf die Party. Das sind sicher lässige Go-Go-Girls und wahrscheinlich ein Tresen voller Whisky und sonstiger Spezialitäten. 17 Uhr haben wir gesagt. Wir haben revidiert, in der Früh wollten wir noch um 16 Uhr im Ziel sein. Jetzt haben wir so wie die Deutsche Bundesbahn leicht Verspätung. Aufregend, sehr, sehr aufregend. Ich freue mich auf ein kaltes Bier und eine Zigarette im Ziel. So, das wird das Erste. Und ja, mega Bock drauf. War eine mega Erfahrung, ist immer noch eine mega Erfahrung und boah, ja, schwer in Worte zu fassen. So, viel passiert, viel passiert. Den Wackerfall ist auch was. Ja, ich fühle mich auch eigentlich noch fit. Also ich kann das auch genießen noch. Also freut mich. Und das ist mein Geburtstag heute, also das ist doch ganz schön, dass ich dann finishen kann auf meinen Geburtstag. Dann wünsche ich euch noch gutes Ankommen, gute Fahrt noch, gute Pannen. Tschüss. Also, ich muss nur noch auf meinen Kumpel warten. Danke, viel Spaß, ist immer gut. Schön langsam. Ja, 44,8 bis zum Ende, sagt mein Garmin. Ja, wir sehen uns später, gell? Ciao, bis bald. Gute. Ciao. Ich habe müssen zweimal rasten, sicherheitshalber, weil ich darf da nicht über die Maßen Puls bekommen, wenn das meine Frau mitbekommt. Noch dazu, wo heute mein Hochzeitstag ist und ich bin nicht zu Hause. Einfach weiterlaufen. Weiterlaufen, weiterlaufen. Der Hero. Und der Hero. Hero. Was ich hier gemacht habe. Auf wen wartest du? Auf die Röttge, auf die 32. Okay. Hier einmal so. Und dann drehe ich noch mal rum. Wow. Wow. Geht's? Ja, der letzte große Anstieg. Fuck. Hab das letztes Jahr erst erfahren, da ist der Röttger schon mit. Ne? Und haben wir es verfolgt. Wir wohnen in Oberursel und da hat mein Mann gesagt, nicht, wir fahren hier hoch und das freut ihn bestimmt. Auf jeden Fall. Ja. Weiß er, dass du hier stehst? Nein. Wir wollen den Röttger anfeuern und alle anderen natürlich auch, die noch dabei sind. Ja, hoffentlich packt das, aber ich denke schon.
Ja. Super, perfekt. Klasse. Wie wirkt er auf dich? Herrlich. Ja, anstrengend. Er hat schon ein paar Videos geschickt. Emotional fertig. Ja, und ich bin kurz vorm Weinen. Klasse. Das ist gut. Klasse. Glückwunsch. Sauber. Hey! Sehr schön, dann gratuliere. Röttger, wollten wir nicht zusammen trinken? Da war doch was. Ja, dann hurry up. Du bist der Beste, ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Ja, genau. Das ist ja wie wieder bei der Bundesliga hier. Röttger, komm. Wir hatten hier die blöden Sprüche schon wieder drauf. Geilinger. Jetzt muss der Gott der Kälber sitzen, Mann. Cheers. Dankeschön. Jetzt noch Regen auf dem letzten Kilometer. Also eine Schweinerei. Ich bin jetzt verfahren auf mein Trottel, gell? Ja, Ich telefoniere mit meiner Frau und sage, ich rufe dich nicht an, weil ich gleich da bin, weiß, wie es dann zugeht. Yeah, I'm happy. It's over. Mein Schuh hat es abgegeben. Ich habe eine Schraube verloren. Aber ich bin angekommen. Und heute war es wirklich cool. Also heute sind wir teilweise, ich glaube, zu 5 oder zu 6 gefahren. Bei richtigem Scheißwetter. Ach so, ja. Und das war dann halt irgendwie cool, weil halt irgendwie alle haben voll gepusht. Alle haben so gepusht gut. Und wir sind echt richtig gut vorangekommen. Geschafft! Hey. Stinkt, oder? Wie stinke? And I was very careful like the whole time. I thought, but Yeah, I lost a screw in the cleat. Basically, coming down the Feldberg, I realised that it was off. And then, yeah, it was just stuck on the bike. So it wasn't too much of a problem, really. Let's play a game, Catch Tom. Junge, hast du das geschafft? Bin die Nacht durchgefahren und habe am Ende 28 Stunden gebraucht, bis ich hier angekommen bin. Es war halt ein Kampf mit sich selbst, so wie vieles hier, aber das hat sehr interessant gemacht. Ich bin beeindruckt davon, was ich überhaupt leisten kann. Das wusste ich davor nicht. Ja, und es hat trotzdem irgendwo Spaß gemacht. Ja. Oh, it was so good. Thank you everyone, all the volunteers, everyone helping out and cheering on, it was amazing. All we need is a place to be and a few good friends for some company. If you'd like to stay, you don't have to leave. We'll leave the lights on and the door unlocked. If you drop on by, you don't have to knock. We're happy to share whatever we've got. And it was a really special edition of Taunus Bikepacking. Not only because of the weather, but yeah, because of all the stories that I heard and haven't heard yet. And I hope to hear some more tonight.
that's it for me, really. Thank you for riding. And, Thank you very much. Yes, thank you. Yes, It's the most wonderful event. You can have, you see, you know, you have 100 holidays in one day because you've done so much research and in such a small place. So I'm sure everybody here wants to thank you personally. I'm blushing. Also 3 Begriffe zum Taunus Bikepacking. Da sage ich mal Höhenmeter, Kilometer, anstrengend. Traumhaft, idyllisch, abwechslungsreich. Wild, geile Leute, geile Strecke. Strampeln, strampeln, strampeln. Steil, matschig, schöne Landschaft. Erdbeerkuchen, Brennnesseln, Burgen. Perfect track, excellent preparation, friendship. Es war alles schön. Die Strecke war auch schön, bis auf die Gatschwüsten.